Dankeschön. Hallo zusammen. So, ich habe heute zwei Gegenstände dabei. Einmal ein Schwert und einmal ein Flugzeugbauteil. Und wir werden in den nächsten 10 Minuten schauen, was diese Teile nur zusammen haben. Und ich fange erstmal mit dem Schwert an, der ist ein bisschen älter. Also das Flugzeugbauteil lege ich erstmal zur Seite. Ja, wie wurde so ein Schwert damals hergestellt? Also wenn man an Schmied denkt, also der erstmal auf die Bühne erscheint, genau, dann wurde das ja erstmal so gemacht, dass das erstmal geschmiedet wurde und dann mit verschiedenen Abkühlgeschwindigkeiten, mit verschiedenen Medien abgekühlt ist. Und da wurde zum Beispiel Blut des Feindes super gerne genommen. Ein anderes mögliches Medium wäre zum Beispiel Drachenblut, aber da diese Substanzen so ein bisschen Mangelware waren, haben die Schmiede auch zu anderen Substanzen gegriffen und haben den ganzen Dorf ins Abschreckbecken pinkeln lassen. Die wussten damals allerdings nicht, dass es was mit dem Ammoniak zu tun hat, sondern die wussten auf jeden Fall, das hilft. Und dadurch wird mein Schwert irgendwie fester und schärfer und besser. Und letztendlich wussten die Schmiede damals, wie sie das machen, aber sie wussten nicht ganz genau, was da so passiert, welche Vorgänge finden in dem Material statt. Und vor allem, was sie nicht wussten, dass sie eine Wärmebehandlung gemacht haben. Und die machen wir heutzutage genauso einfach im Prinzip weiter, aber deutlich hygienischer. Ja, was man damals so erkannt hat, auch an dem Schmied, das war ja so sehr bekannter Beruf und an dem Schmiedearm hat man dann sofort den richtigen Experten erkannt. Ja, heutzutage erkennt man die Experten im Bereich der Wärmebehandlung eher an der Maushand und die tarnen ja auch unter ganz viele anderen Experten. Ja, aber da so ein Stahlschwert schon ziemlich schwer ist es natürlich besser, wenn wir in Flugzeugen andere Werkstoffe verwenden. Und dementsprechend machen wir das eben zum Beispiel aus Titan und nur sogar 3D-Druck. Wie bin ich eigentlich zu meinem Beruf gekommen? Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Und das ist total einfach zu erklären. Ich wollte in der Schule die ganze Zeit Psychologin werden. Ich wollte verstehen, was so im Inneren passiert. Und genau deswegen habe ich eben Materialwissenschaften studiert und bin jetzt in ganz verschiedenen Gremien auf diesem Themengebiet tätig. Ja, und wenn wir so gucken wollen, was im Inneren so passiert, dann wollen wir auf jeden Fall zum Beispiel Mikroskop nutzen. Das hilft schon mal auf jeden Fall. Und wenn ich so ein Titanbauteil mir anschaue, dann kann ich zum einen schauen, wie so die innere Struktur aussieht. Also solche Metalle, die bestehen aus Atomen und die Atome haben unterschiedliche Strukturen. Und wenn ich jetzt an Titan denke, dann kann es zum einen sein, dass es ja die hexagonale Struktur, die HDP hat, oder eben die KRZ, die kubische raumzentrierte Struktur. Und dementsprechend sieht auch meine Mikrostruktur unterschiedlich aus. Und wenn das unterschiedlich aussieht, dann kann es ja durchaus sein, dass es auch unterschiedliche Eigenschaften hat. Und genau das schauen wir uns an. Aber wir wollen das ja nicht wie Schmied im Mittelalter machen. Wir wollen nicht einfach ausprobieren und sagen, ja, funktioniert irgendwie, dann passt es schon. Wir wollen das genau einstellen. Und wie machen wir das? Indem wir eben irgendwie einen Plan brauchen. Das flackert immer so schön. Genau, und unser Plan, der ist eben so, dass wir so eine Schatzkarte bei so einem Piratenschiff. Wir müssen ja eine Idee haben, wie wir zu der Mikrostruktur kommen, die wir letztendlich brauchen. Und das sind unsere Phasendiagramme, die uns erklären, wie das funktioniert. Ein bisschen dazu erklärt, was man so überhaupt hier sieht. Man sieht hier links 100% Komponente B, rechts 100% Komponente A und man hat eben die unterschiedlichen Temperaturen und in diesen Bereichen gibt es unterschiedliche Gebiete. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass wie so Kollegen bei der Arbeit, also rechts haben wir zum Beispiel eine Person, die gerade im Urlaub sich befindet. Und wenn es bei der Arbeit ein bisschen heißer wird, wenn es viele Aufgaben aufkommen, die Person bleibt weiterhin entspannt und hat einen großen, stabilen Zwei-Phasen-Gebiet. Eine Person, die gerade völlig überarbeitet ist und komplett fertig ist. Und jetzt kommt noch irgendwie heiße Phase, neues Projekt, neue Aufgaben. Kann durchaus sein, dass es ganz kleines Zwei-Phasen-Gebiet hat.
und dann schon ziemlich schnell aus der Ruhe zu bringen. Und da ist die Frage, was ist da eigentlich in der Mitte? Das ist ein ganz spannender Punkt, der heißt Eutexicum. Und man kann sich vorstellen, das ist quasi der Übergang von einer Struktur in die andere. Also wenn die Urlaubsperson gerade letzten Urlaubstag hat oder die Person, die gerade völlig fertig ist, noch kurz vor dem Urlaub steht und noch eine Aufgabe bekommt, dann kann es sein, dass da eutextische Reaktion stattfindet und man geht direkt in den flüssigen Zustand, in die Schmelze. Aber es gibt verschiedene Diagramme, es gibt ganz verschiedene Arten der Phasendiagramme und dabei kann man zum Beispiel solches sich vorstellen. Das ist ein ganz einfaches Phasendiagramm. Dabei gibt es nur eine Phase im Festen und man kann sich das vorstellen wie so ein homogenes Team mit ähnlichen Eigenschaften, mit ähnlichen Fähigkeiten, aber es kann auch sehr komplex werden. Und hier haben wir einmal Eisen-Titan-Diagramm. Und da sind viele, viele Phasen dabei. Und eben bei diesen vielen Phasen, das kann man sich vorstellen wie so ein ganz diverses Team mit ganz vielen verschiedenen Talenten, mit verschiedenen Eigenschaften. Und eben, man kann, je nachdem, welche Aufgaben man hat, das sich einstellen. Und jetzt komme ich dann zu dem spannenden Punkt, was wir auch bei uns in der Forschung machen. Wie stellt man das eigentlich ein? Weil so ein Bauteil muss ja am Ende irgendwo eingesetzt werden und bestimmte Eigenschaften haben. Ja, dabei haben wir so einen Zeit-Temperaturverlauf und wir können uns das vorstellen, so ein bisschen wie eine Arbeitswoche. Man beginnt mit dem Montag. Und am Montag bei Homogenisierung, da kommen ganz viele Aufgaben. Ganz viele verschiedene E-Mails kommen an und man denkt, boah, ist ja riesig was zu tun. Und ja, am Ende von so einem Arbeitstag hat man dann unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten. Also in dem Fall eben unterschiedlicher Abbau vom Stress. Und wir probieren gleich Abschrecken aus. Ich zähle jetzt bis 3 und Sie klatschen einmal in die Hände. So, 1, 2, 3. Genau so funktioniert Abschrecken. Eben, das geht ganz schnell von maximal runter, quasi gerade runter durch und dann sitzt man im Flieger nach Teneriffa. Das wäre so Abbau des Stresses. Aber es geht auch ein bisschen langsamer. Ne? Man kann auch sich auf die Couch legen und dann irgendwie ein Buch schnappen. Dann ist es ein bisschen langsamer. Und der Unterschied dabei, diese Mikrostruktur, die es beim Abschrecken bekommen, die hat die festesten Eigenschaften, die kann durchaus sogar spröder sein. Und wenn man das nicht aufgepasst hat, dann kann durchaus sein, dass da sogar Risse entstehen. Und die möchte natürlich im Bauteil nicht haben. Wenn ich das Ganze deutlich langsamer mache, dann kann es durchaus sein, dass ich etwas weichere Mikrostruktur, weicheres Gefüge bekomme, wie wir das nennen. Und natürlich nach Montag muss ja auch was kommen. Ne? Also die Woche ist noch nicht vorbei. Das heißt, die nächste Wärmebehandlungsstufe wäre die Formation. Das heißt, ja, wir bringen ganz viel Kraft und am Dienstag geht's los mit Meetings, Aufgaben lösen, machen und tun. Und logischerweise nach so einem Dienstag kommt natürlich dann auch ein Mittwoch und ein Donnerstag. Ja, die können unterschiedlich ausfallen. Es kann sein, dass das viel zu tun gibt, es kann sein ein bisschen weniger. Und da sind unsere Aufgaben einmal die Kristallisation und einmal eben spannungsarm glühen. Dabei stellen wir unsere Mikrostruktur noch weiter ein, je nachdem, wie wir das brauchen in unserem Bauteil. Und was kommt am Ende? Freitag. Und vom Freitag braucht man nicht viel erwarten. Also, wir machen das so eher sinniger. Und das ist unsere letzte Möglichkeit, mit dem Auslagern eben die letzten Eigenschaften, die gewünschten eben für die Anwendung die gewünschten Eigenschaften einzustellen und ja, danach ist die Woche halt letztendlich vorbei. Ja, wir gehen im Prinzip mit unserem Bauteil so Schritt für Schritt weiter. Wir stellen unsere Mikrostruktur ein auf die Eigenschaften, die wir dann am Ende brauchen und wir haben ganz große Vielfalt und ich habe eine große Gruppe, die eben gerne in diesem Bereich forscht und immer wieder neue Fragestellungen findet. Aber was wir daraus lernen, wenn man weiß, was man tut und wenn man anständig behandelt, dann gilt das sowohl für das Bauteil als auch für die Menschen, für die Mitarbeiter. Wenn man die anständig behandelt, dann bringen sie auch die beste Leistung, die man braucht. Und im Falle von so einem Flugzeugbauteil kann das eben im Flugzeug dann eingesetzt werden. Vielen Dank.